Also für mich ist es ist eine große Freude und Vergnügen und eine Ehre, mit ihm auf die Bühne zu sein, mit ihm zu spielen, von ihm zu lernen. Auch der Omar ist eine große Inspiration jedes Mal, wenn ich mit ihm spiele. Ja, das ist ja sehr unique und das ist wichtig. Das ist das Einzige, das uns unterscheidet von den Massen, würde ich sagen. Ja, natürlich. Genau. Ihr stammt ja von derselben Insel. Ja. Ja. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal von Omar etwas gehört hast? Ich kannte von ihm, als ich noch jünger war. Aber das war das Erste, was ich gesehen habe, ihm auf der Bühne. Und ich dachte, wow, ich war total geflasht. Und ja, und ich dachte, als meine Platte Duets kam, das ist eine Platte, wo ich verschiedene Künstler eingeladen habe, Duets mit mir zu machen und so. Da habe ich ihn einfach angeschrieben und gefragt und so kam dann die Zusammenarbeit nach der Platte. Es hat so gut funktioniert zwischen uns persönlich und musikalisch, dass danach dachten wir müssen es weitermachen. Wir haben in Polen gespielt, in Poznań. Da gab es auch jemand, so eine wunderschöne Frau, und gesagt, sie hat geheult die ganze Zeit. Und das ist Musik. Musik ist zum Heilen, um diese Gefühle, die wir haben, zu erwecken, unser Herzen aufzumachen und alles raus. Musik hat diese Power, dass man loslässt und alles raus. Und in unserem täglichen Leben, wir sind einfach so beschäftigt und so machen und tun und vergessen das ein bisschen. Ne? Und ich mache das, weil es gibt Leute, die das, oder viele Leute, viele von uns, wie ich immer, die das unterdrücken und wollten das nicht zeigen. Aber ich finde es nicht nur wichtig, sondern gesund. Ja. Ja. Gesund für uns. Alles raus, alles raus. Ja, man sollte nicht unterdrücken. Alles, was du fühlst, solltest du sagen, solltest du machen. Ja, wenn ich dich liebe, dann liebe ich wirklich viel. Wenn ich dich hasse, dann genauso. Ja. Ne? Und wenn ich heule, dann heule ich. Und wenn ich lache, dann lache ich so laut, wie es geht. Ja. Ne? Und das ist so gesund und man fühlt sich so frei. Und, ja. Aber da hast du auch so richtig Musik studiert. Das ist ja nicht nur Gefühl, es ist ja auch eine bestimmte Rationalität auch dabei in deinem Spiel, eine Klarheit, etwas, was mir als Hörer auch Sicherheit gibt. Ja, also in Kuba haben wir eine sehr gute Ausbildung. Wir sind alle Musiker, fast alle klassisch. Sehr klassische Ausbildung, klassisch ausgebildet und ich habe nur klassisch gespielt. Man geht an das Instrument nicht nur mit dem Herzen, sondern auch ein bisschen mit dem Kopf. Ja. Und man muss auch Technik üben und so. Aber ich finde, mein Vater hat immer gesagt auf Spanisch, la música empieza donde termina la técnica. Und das bedeutet, Musik fängt an, wo die Technik aufhört. Okay. Ne? So, und das finde ich auch, also ich denke, es muss eine Balance geben zwischen Kopf und Herz. Yeah. Wenn das nicht balanciert ist, dann klappt das leider nicht. Wenn zu viel Kopf, dann spüren die Leute nicht. Ja? Dann ist die Musik irgendwie zu philosophisch und man versteht das nicht und berührt die Herzen nicht. Und muss immer die Herzen berühren. Egal was für ein Gefühl, du kannst sagen, ich hasse das, aber du hast was gefühlt. Das ist das Wichtigste. Und wenn es so viel Herz gibt und keine Technik oder du hast nicht die Werke, sozusagen die Tools in deinen Fingern, ich rede jetzt vom Klavier, um was zu machen. Du kannst dir was wünschen, aber deine Finger spiegeln das nicht nach. Die können das nicht. Deswegen beide sind in meiner Meinung wichtig. Es gibt Komposition-Techniks, die man lernt. Und wenn man das lernt, dann ist dir bewusst, dass die großen Komponisten der Zeiten, wie Bach, Mozart, Brahms, ne, die wussten ganz genau, was sie gemacht haben.
Na, das war nicht nur Inspiration. Nee. Die wussten, also wenn der Bach jede Woche eine Kantate komponieren musste, also Inspiration, man kann nicht warten, bis die Inspiration kommt, ach, warte mal, hier. Das geht nicht. Ne? Man muss wirklich das drauf haben und bei Bach, das ist so phänomenal, also Genie. Meine Kompositionlehrer, die ich liebe, Tullio Peramo, hat mir immer gesagt, warte nicht vor Inspiration, fang erst mal zu arbeiten und lass die Inspiration kommen, während du schon am Klavier sitzt und arbeitest. Die kommen schon immer, aber du bist schon da, ne, am Arbeiten und am Komponieren. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Ausbildung habe, weil klassische Musik, ich finde es erstmal sehr, sehr wichtig, als Musiker, als Instrumentalist das zu kennen. Ja? Und zu üben und zu spielen, ne? Weil man geht daran, man entwickelt, ne? Eine sehr hohe Sensibilität für Klang, für Sound, für Finesse. Ne? Man arbeitet viel mit Farben, man lernt die verschiedenen Stile, wie man Barock spielt, klassisch spielt, romantisch spielt. Ne? Und dann, wenn das alles dann in der Jazzwelt kommt, ne? Diesen ganzen Einstellungen, diesen ganzen Konzepten von der Klassik, wenn man das in den Jazz so benimmt sozusagen, dann hat man Magic.